Also ich bin Ruko. Ich hasse das, willst du nicht anfangen? Okay, ich fange an. Also, hallo, ich bin Kai. Ich arbeite. Wow, ich arbeite. Erzählt einfach ein bisschen was über so Drag und Ach so, Kundenzeug okay. und was ihr da macht. Ihr müsst nicht alles erzählen. Ach so, gut, okay. Naja, also ich mache schon so ungefähr seit 6 Jahren Drag. Oder ich würde das jetzt vielleicht nicht als Drag bezeichnen, sondern ich bin schon seit 6 Jahren eine Tunte, eine NB-Tunte. Und das hat so alles angefangen auf der Akademie Waldschlösschen in Göttingen. Auf der Bundeskonferenz der Schwulen, Lesbisch-Schwulen und queeren Hochschulreferate. Was ist denn eine NB-Tunte? Wir uns vor 6 Jahren zum ersten Mal getroffen. Zum ersten Mal. Ja, das ist eine NB-Tunte. Eine NB-Tunte ist eine Tunte, die sich weder von anderen Tunten noch von der Mainstream-Gesellschaft sagen lässt, wie sie zu schangeln hat oder auszusehen hat oder was für eine Art von Gender-Performance sie so hinzulegen hat. Genau. Dann habe ich jetzt dann schon länger halt so Performances gemacht, hauptsächlich da auf dem Waldschlösschen und jetzt dann halt auch so, als ich vorher noch in einer anderen Stadt gewohnt habe in Deutschland und jetzt halt auch so in Berlin und jetzt bin ich auch so Teil von dem Kollektiv Venus Boys in Berlin, aber erst seit kurzem. Ja. Ja, ich bin tatsächlich auch vor 6 Jahren, war ich auch zum ersten Mal bei diesem Referatetreffen in der Akademie Waldschlösschen, wo quasi die ganzen Hochschulreferate, hast du es schon erklärt? Nee, habe ich noch nicht erklärt. Nicht, was das eigentlich ist. Wo quasi sich die queeren Hochschulreferate aus Deutschland treffen und genau gesagt die schwulen, schwul-lesbischen und queeren Hochschulreferate, was ja bedeutet, dass das zum einen so ein hochschulpolitisches Treffen ist, was schon einen gewissen Hintergrund irgendwie voraussetzt und zum anderen halt so ein schwules, in den letzten Jahren dann auch für Lesben und dann auch für andere queere Identitäten geöffnet. Genau, und da gibt es halt eine krasse Tuntenkultur und ich glaube, was eine Tunte ist, haben wir auch noch nicht gesagt. Nicht so richtig, ne? Also Tunte ist ja eine abwertende Bezeichnung eigentlich für effeminierte Schwule. Und der Begriff wurde sich angeeignet in der Schwulenbewegung in den 70er Jahren. Also viele Schwule waren halt sozialistisch organisiert im SDS und sind dann quasi so sozialistisch mitmarschiert. Und dann kamen so ganz viele Drag Queens aus Italien und Frankreich zu einer Demonstration in Berlin. Und dann gab es den sogenannten Tuntenstreit, wie man jetzt damit umgehen soll, ob das quasi ekelhaft ist oder ob man das auch machen sollte. Und daraus hat sich dann die Tuntenbewegung entwickelt. Genau. Und also so eine Essenz davon ist halt, dass also eine Anti-Assimilationspolitik, dass man sich quasi gerade nicht versucht, möglichst appetitlich und verdaulich in bestehende Strukturen irgendwie einzubinden, sondern halt so radikal ein eigenes Ding zu machen. Und halt eine bestimmte Ästhetik, eine bestimmte Tradition, die sich dann so daraus entwickelt hat, einfach so eine queere Kultur mit bestimmten Ritualen und so weiter.
Ach, so eine bestimmte Ranzigkeit einfach. Genau, und das ist halt, also was es halt öffnet den Begriff für alle Geschlechteridentitäten, ist halt meiner Meinung nach das, also halt, dass wer auch immer quasi das macht, was die Gesellschaft an einem hasst und das halt bewusst irgendwie, oder was heißt bewusst, aber das halt zu inszenieren, würde ich halt sagen, ist halt Tuntigkeit. Ja. Und deswegen ist es halt nicht nur ein Begriff für schwule Cis-Männer, es war auch nie nur ein Begriff für schwule Cis-Männer, sondern immer auch nicht-binäre Leute dabei gewesen. Es war auch von Anfang an eine nicht-binäre Identität. Genau, aber das ist quasi öffnet für alle Geschlechtsidentitäten so. Wie würde denn eure Utopie aussehen? Oder was müsste, wenn ihr euch irgendwie eine perfekte oder bessere Welt vorstellt, was wäre da auf jeden Fall mit dabei? Also ich glaube, jetzt so rein auf die Drag-Szene bezogen, so eine Utopie wäre vielleicht, dass sich halt dieses King- und Queen-Ding komplett auflöst. Dass eigentlich alle Leute mehrere Charaktere haben und dass, wenn man gebucht wird für irgendwas, die Leute überhaupt nicht wissen, welche Geschlechtsperformance dann sie irgendwie geliefert bekommen und sie auch nicht danach irgendwie entscheiden. Ja, und dass ich einfach diese sexistische Scheiße irgendwie in diesem Bereich so auflöst. Aber also es wäre so eine kleine begrenzte Utopie vielleicht und ansonsten ich finde es halt ein bisschen schwierig, so generell finde ich Utopien können einen auch so oft unglücklich machen, weil man halt die Welt so anschaut, wie es halt irgendwie gerne wäre und dann die Realität damit vergleicht und das geht sehr weit auseinander. Und es ist halt, also ich finde es halt spannend, so zu gucken, so okay, was können wir irgendwie machen oder was ja, aber also die Gesellschaft ist irgendwie so weit von irgendetwas entfernt, was man Utopie nennen könnte, so dass es irgendwie schwierig ist, damit überhaupt anzufangen. Ich habe irgendwie keine Utopien mehr. Also ich weiß nicht, ich glaube, wenn man mich vor ein paar Jahren gefragt hätte, hätte ich noch welche gehabt. Aber ich bin so mittlerweile so relativ desillusioniert, was so Utopien angeht. Auch queere Utopien, auch queer-feministische Utopien, gerade die vielleicht. Weil ich immer wieder Räume auch erlebt habe, die sich so geschimpft haben, die es dann aber doch nicht waren. Und das auch immer noch wieder erlebe. Also, das ist jetzt nichts in der Vergangenheit, sehr, sehr viel in der Gegenwart. Und das macht mich auch einfach müde, diese Dekonstruktion davon, dass es dann doch nicht so ist. So dass ich eigentlich schon direkt nicht mehr erwarte, dass es so sein könnte. Das ist vielleicht ein bisschen traurig und depressiv, aber. Und das lässt mich halt auch selber nicht mehr so diese Utopien haben, vielleicht. Dieser Zustand. Ich denke halt, es kann in Momenten schön sein mit Menschen.
Und in Zeiten irgendwie auch mal. Zeiträumen. Aber es ist halt Ja, also ständig so ein Wandel irgendwie, keine Ahnung. Also selbst was ich jetzt vielleicht als Utopie bezeichnen würde, wird sich ja auch wieder verändern. Mit jeder Person, die irgendwie dazukommt oder weggeht oder so. Und naja, also letztendlich müssen wir die Grenzen abschaffen und alle Leute queer machen. Aber, also ich würde sagen, oder? Weil es ist halt jetzt nicht so komplex, was es irgendwie zu tun gibt, so, aber... ja, aber das hilft ja auch am Ende nichts. Was? Also weil Doch. die selbst queere Leute können ja scheiße sein. Genau, also, ja, aber eine Utopie, also, oder eine bessere Gesellschaft ist ja kein Ort, wo Leute nicht mehr scheiße sind, meiner Meinung nach. Okay. Sondern es ist ein Ort, wo es halt bestimmte mörderische oder ausschließende Strukturen irgendwie konstant bekämpft werden, sodass sie irgendwie... Und dann sind Leute natürlich noch scheiße zueinander, das gehört dazu hier im Leben. So. Das ist sonst wären es halt keine Menschen, so, aber